Willkommen in Sevilla in Spanien. Magst du auch spanisches Essen? Meine Foodtour setze ich fort von Portugal nach Sevilla mit einem Bus, weil die Busse hier schneller fahren als bei uns die Deutsche Bahn. Mein Körper besteht ja eh schon aus Zucker und Fett, deswegen lasse ich die Zuckertörtchen links liegen und gehe lieber in dieses schicke Restaurant für Croquetas. Die Kroketten sind mit geräuchertem Fleisch gefüllt, wenn ihr aber nachfragt, haben sie manchmal sogar Ersatz für Schweinefleisch, so wie hier. Bei diesen kleinen Tapas-Portionchen bestelle ich natürlich noch etwas. Das hier ist Pescadito Frito, das wörtlich gebratener Fisch bedeutet und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Iberico oder Serrano-Schinken findet ihr überall in Spanien rumhängen, auch in Restaurants. Ich habe seit über 2 Jahren kein Schweinefleisch gegessen und ich vermisse es auch nicht. Das ganze Fett tropft hier in ein kleines Gefäß rein. Mein Mundwasser tropft auch schon, aber wegen dieser Nachspeise Torrija. Hier wird altes Weißbrot in einer Milch-Ei-Zuckermischung eingetaucht und im Butterschmalz angebraten und lauwarm serviert. Man kann es mit Zimt, Vanillesoße, Konfitüre, Paniermehl, Honig und so weiter verfeinern, aber hier wird es mit Eis serviert und es hat eine karamellige, crunchige Kruste, obwohl es innen drin voller eingesaugter Milch ist. Wegen des Regens flüchte ich in einen Supermarkt und finde dort Geflügel-Chorizo, also nicht aus Schweinefleisch. Das finde ich mega geil und nehme es mit ins Hotelzimmer. Am nächsten Morgen bestelle ich in diesem sehr beliebten Churros-Laden sofort einen riesen Churros und schaue erstmal bei der Zubereitung zu. Con un cafelito cargadito para 11, perdón. Claro que sí. Dame chocolate, dame con leche, dame media, Iván. Ay, ahora no me da, no te preocupes. Permiso. Hier gibt es keinen Platz, aber es ist völlig normal im Gang direkt an der Wand zu sitzen. Guckt euch das an, wie traumhaft diese Schokoladensauce ist. Schön glänzend, lecker und so viel davon vorhanden. Und in diesem Laden sind nur Spanier, ich bin der einzige Ausländer. Es ist einfach traumhaft lecker. Selbst Wochen später, als ich dieses Video bearbeitet habe in Deutschland, habe ich noch diesen leckeren Geschmack im Mund gefühlt und habe Heimweh bekommen bzw. Churros-Weh. Sevilla ist eine wunderschöne Stadt, aber es gibt noch schönere Städte, die ich dir in den nächsten Wochen zeigen werde. Abonniere daher jetzt meinen Kanal. Diese Leckerei heißt Espinacas con Garbanzos. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es sind Kichererbsen mit Spinat als kleine Tapas. Es hat irgendwie arabisch geschmeckt, wenn ihr wisst, was ich meine. Für solche Food-Videos gefällt mir die spanische Küche sehr gut, weil man hier wegen den kleinen Tapas-Portionen sehr viele Gerichte abarbeiten kann, ohne sich voll zu fressen. Das ist eine Kartoffeltortilla mit dem Namen Tortilla de Patata con Salmorejo. Salmorejo ist diese Soße, die mich sehr an die kalte spanische Suppe erinnert, die ein Teil der deutschen Kochausbildung ist und die ich euch später noch zeigen werde. Nach dem Essen besuche ich eine Art Markthalle, wo es noch mehr Essen gibt. Hier gibt es einen Kopf mit Hirn oder wahlweise ein Hirn ohne Kopf, aber auch Zungen, Innereien und da hinten gibt es Pansen. Aber auch ganz viele Fische und Meeresfrüchte. Die Markthalle ist riesig, nach einigen Stunden Erkundung bekomme ich doch noch Hunger und gönne mir ein Ratatouille mit gekochtem Ei, das zerschnitten und vermengt wird, und das hier ist gegrilltes Leber in einer würzigen Soße.
Schreibt mir bitte in die Kommentare, was euer spanisches Lieblingsessen ist und abonniert meinen Kanal, damit ihr nicht verpasst, was ich noch alles essen werde in den anderen spanischen Städten. Ich glaube, ich gewöhne mich langsam mehr und mehr daran, dass ich beim Essen von anderen Gästen beobachtet und manchmal sogar mit dem Handy gefilmt werde. Wahrscheinlich denken sie sich das, was in Deutschland auch gedacht wird: Was zum Teufel macht dieser bärtige Flüchtling bei uns im Land? Beim Spaziergang durch die Stadt sehe ich, wie diese Frau dort vorne mir gleich zuwinken wird, aber ich reagiere nicht darauf, weil ich sehr schüchtern bin. Und wenn ich eines in Deutschland gelernt habe, dann ist es, dass man sich in einem fremden Land benehmen soll. Apropos benehmen, ich nehme mir einen Montadito, einen in diesem Fall schweinefleischlosen Sandwich mit Kartoffelchips. Der Weg von Kartoffelchips zu diesen stückigen Kartoffeln ist nicht weit, aber hier steht das Fleisch im Vordergrund. Dieses Gericht heißt Rabo de Toro und ist ein geschmortes Ochsenschwanzgericht, das ich sehr gerne gegessen habe, weil es auf meiner Sevilla-Liste stand. Auf der Dachterrasse eines sehr bekannten Hotels kann man sich einen überteuerten Kaffee bestellen und die Aussicht über die ganze Stadt und die vielen Kirchen genießen. Hier oben kann man sich noch abkühlen, aber bei dem regnerischen Wetter entscheide ich, mich bei der tollen Stadt Sevilla zu bedanken und morgen weiterzureisen nach Madrid, um dort alle Speisen zu genießen, die noch auf meiner Liste stehen. Abonniere meinen Kanal.